Hallo und willkommen zu mein erstes deutsches Video. Also es ist nicht nur mein erstes deutsches Video, aber auch mein erstes Video überhaupt auf YouTube. Ich bin der Dustin, bin 26 Jahre alt und wohne hier in Deutschland. Bin aber US-Amerikaner. Wie funktioniert das eigentlich? Und warum habe ich dieses Kanal gemacht? Also, ich habe diesen Kanal gemacht aus 3 Gründen. Erstens wollte ich was lernen und mein Deutsch zu verbessern. Zweitens wollte ich andere Leute kennenlernen. Also das macht mir wirklich eine Menge Spaß, andere Leute kennenzulernen und über unser Leben erzählen. Ja. Und dritten wollte ich vielleicht ein bisschen von meinem Leben erzählen. Also weil ich finde es ein bisschen witzig manchmal, ein bisschen traurig manchmal. Und ja, also wie habe ich als US-Amerikaner nach Deutschland umgezogen und ja, wie das läuft. Also, ich denke, es wäre am einfachsten, von vorne anzufangen. So, in 1994 war ich in der USA geboren. Und zwar in Indiana. Auf dem Bauernhof. Tja, wir haben jede Menge Tiere gehabt, aber das war's, wirklich. Also außer diesem Bauernhof, meinen Eltern, ein paar Freunden, haben wir wirklich nichts gehabt. Es war wirklich auf dem Land. Tja, 18 Jahre später habe ich meinen Highschool-Abschluss gemacht und dann habe ich überlegt, oh Gott, was mache ich dann jetzt? Also, tja, ich bin 18 Jahre alt und ich habe nichts davor, was ich mit meinem ganzen Leben nachher machen sollte. So habe ich entschieden. Ich habe entschieden, für das Militär arbeiten zu machen. Ja, okay, so, sie haben mir hierher geschickt. Also, und zwar Ramstein Air Base, nämlich mit den also der US Air Force. Für die ersten 5 Jahre, wo ich hier gewohnt habe, habe ich wirklich gar kein Deutsch gelernt und auch nicht gesprochen. Außer vielleicht Hallo, Tschüss, ein Bier bitte. Tja, ich war wirklich das typische amerikanische Soldat in Deutschland. Also es gibt wirklich Ärger. Also ich möchte wirklich, dass das nicht so war, aber tja, es war so. So, dann, warum habe ich nur Englisch gesprochen in diese ersten 5 Jahre? Weil ich habe auf den Airbase gearbeitet und dafür war es alles auf Englisch. Und dann, wenn ich nicht arbeiten hat, dann war ich zu Hause und ich weiß nicht, also ich habe wirklich gar keine Zeit gehabt und dann auch meine Freunde und mit meiner Familie, die war auch alle Amerikaner oder Engländer und dafür haben wir nur Englisch geredet oder gesprochen. Das hat alles in 2017 geändert. Also in 2017 habe ich gekündigt bei dem Militär und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte sehr gerne hier in Deutschland bleiben. Ich habe meinen Freund kennengelernt. Wir wohnen jetzt zusammen, aber daher, also in 2017 habe ich wirklich keine Deutsch gekannt. Und das ist jetzt mein Problem, weil ich habe nämlich kein deutsche Schule gemacht, ich habe kein Sprachkursen gemacht, nix. Also die Deutsch, was ich jetzt spreche, habe ich nur von dieser Region gelernt. Also nur mit Leuten auf dem Festplatz oder im Supermarkt gelernt oder mit den Familie von meinem Freund gelernt. Das heißt, ich kann fast gar kein Hochdeutsch reden. Also ich rede fast mehr Pelzisch als Hochdeutsch. Und das heißt, dass meine Grammatik ist auch wirklich, wirklich nicht gut. Aber dafür will ich dieses Kanal, weil dann kann ich mit anderen Deutschen
reden und kann ich was lernen, wie mein Deutsch war und wie mein Deutsch jetzt ist. Also das ist für mich wirklich wichtig. Ich finde, dass Sprache ist sehr wichtig, weil das bringt jeder zusammen. Also egal was für Nationalität oder egal was für Alter, Sprache bringt uns alle zusammen. Also das ist sowas wie, also ich bin Amerikaner und dann vielleicht gibt es einen Italiener. Wir kennenlernen und dann, oh je, ich kann gar kein Italienisch, der kann gar kein Englisch. Was machen wir jetzt? Oh hey, cool, wir beide Deutsche können. Dann können wir was reden, also was sprechen und dann können wir uns zusammen verstehen. Das finde ich richtig gut. Aber mein Problem ist, dass, wie gesagt, ich rede fast kein Hochdeutsch und das ist besonders auch ein Problem nur hier in Deutschland, weil wenn ich irgendwo anders in Deutschland reisen möchte, also in Urlaub zu gehen, vielleicht Nordsee oder irgendwas, dann vielleicht gibt es diese Möglichkeit, dass nicht jeder mich verstehen kann. Das will ich vermeiden. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen über mich erzählt. Ähm, Es gibt nichts anderes jetzt was zu sagen. Dafür lasst mich wissen, was ihr denkt und vielleicht was für Themen ihr sehen wollen auf dieses Kanal. Ja, danke für Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss!